Hallo, guten Tag. Can you hear me from YouTube? So, wenn ihr Zeit haben, könnt ihr schon dieses Reader Barcode scannen und vielleicht die Frage schon gucken. Das war ganz relevant für letzte Vorlesung am Montag. Ja, wir warten noch ein bisschen Minuten. 5 Minuten. Und natürlich ist X mit IEEE 754 dargestellt. Die erste Übung ist schon auch ausgegeben. Sie können natürlich gucken. Ja? Wenn jemand noch keine Übungsgruppe zugeordnet wird, sprechen nach der Vorlesung mit uns. Auf YouTube schreibe Daniel einfach eine E-Mail. Okay. Gibt es Fragen über Fließkommazahlen? Schon einfach, klar? Okay. Keine? Es gibt natürlich auch solche Geschenkpunkte in Klausur. So, die ersten 3 Vorlesungen sind ganz wichtig, weil zusammen gab es schon fast 5 bis 10 Punkte dabei, immer dabei. Und das ist nur Zählen. Ja? So, das kann man mit Dezimalnummer schon ganz gut feststellen. Aber jetzt ist nur für Binärzahlen. Und gibt es Fragen? Oh. Ja, welche Zahlen sind vor dem Komma x oder y? Wir haben hier x und y, aber ich wollte fragen, x ist die Zahlen, die vor dem Komma oder nach dem Komma? No, x ist eine 32-Bit Fließkommazahlen mit IEEE 754 dargestellt. Und y ist ein Festkommazahl mit 16 Bits vor dem Komma und 16 Bits nach dem Komma. So. Ja. Okay. Ja, die zwei sind mit 2 verschiedenen Darstellungen gemacht. Ja? Okay. So, wir kommen zu der Vorlesung. Rechnerstrukturen. Heute ist die letzte Vorlesung. Nein, schon letzter Montag war schon die letzte Vorlesung von Zahlen. Aber hier ist die letzte Frage über
Zahlen. Ja? Okay, gibt es Meinungen? So, wir haben über Fließkommazahlen und Festkommazahlen schon gesprochen. Ja? So, welche ist besser von den zwei verschiedenen Darstellungen? Oh, dann, ich habe diese Frage schon gemacht. Okay, welche ist richtig? So, x kann jede reale Zahl von minus unendlich bis plus unendlich darstellen. Ist es richtig? Es gibt minus Infinity und negative plus Infinity. So, x kann mit allen Realzahlen darstellen. Das ist falsch, weil eine Zahl, die zum Beispiel nicht dargestellt werden könnte, ist Pi oder sowas oder einfach sehr, sehr große Zahlen, die nicht unendlich sind und deswegen ist das falsch. Die erste Option ist falsch. Ja? X kann ein paar Zahlen von von minus unendlich bis plus unendlich darstellen. Ja? Aber nicht alle. Ein bisschen weniger als 2 hoch 32 verschiedene Zahlen, aber nicht unendlich. Ja? Okay? Gut, zweiter. Die größte mögliche Zahl von x ist größer als die größte mögliche Zahl von x. Ist das richtig? Da? Ja? Warum nicht? Also es ist nicht richtig, weil der y-Wert ist bedingt auf die linke also die linke Zahl ist ja besteht nur aus 16 Bits und die größtmögliche Zahl kann nicht größer sein als die größtmögliche Zahl von einem x. Okay. So, die größte mögliche Zahl ist nicht mehr als 2 hoch 17. Da das 32 Bit ist bei x. 2 hoch 16 ist die größte. Richtig, ja. Ein bisschen weniger als 2 hoch 16 von x. Y ist Infinity. Ja, unendlich. Ja, by definition. Gut, nächste Option. Die Darstellung von x ist immer besser als die von y. Fließkommazahlen sind generell besser. Ich würde sagen, dass das stimmt, weil man das Komma verschieben kann und das nicht fest ist und die Zahl variabler ist. Mhm. Das ist besser? Ja. Immer besser? Ja. Gibt es andere Meinungen oder gleich? Alles sind gleich? So, bitteschön. Ich würde sagen nein, denn es kommt darauf an, welchen Sinn die Zahl haben soll. Also wenn wir eine ganz große Zahl haben, wenn wir jetzt über, weiß nicht, Lichtgeschwindigkeit und dann noch darüber hinaus und so gehen, dann interessiert eigentlich eher weniger, was hinter dem Komma steht, als das, was vor dem Komma steht. So, zum Beispiel, wenn wir, so, das ist diese Frage. So, welcher Mod bin ich? Wer? Ja. So, wenn wir haben diese 2 hoch 100, ja, und dann die Mantisse haben wir nur 23 Bits. Das bedeutet, wenn wir in dieser Mantisse eine Stufe erhöhen, dann ist diese zusätzliche Stufe nur mit 2 hoch minus 23 in diesem Gerät, in diesem Bereich. Es bedeutet, wenn wir nur eine Stufe erhöhen, dann diese Zahl ist mit 2 hoch 77 erhöht wird. Okay?
So, das ist das Problem. Wenn wir mit Fließkommazahlen darstellen, dann ist diese Granularität von Zahlen nicht fest. Okay? Und das kann kein Problem sein, das kann Problematik sein. Das muss man sich entscheiden, ob das kein Problem ist. Okay, Festkommazahlen hat eine ganz feste Granularität. Es bedeutet, wenn wir in dieser Fahrt gucken, wenn wir einen Satz an nächster Stufe erhöhen, für y, diese Zahl ist nur mit 2 hoch minus 16 erhöht wird. So when you increase y by one number, by the next level, this is fixed always with this granularity of 2 to the power minus 16. For Fließkommazahlen, it depends. It could be very small, it could be very big. It has a wider range of coverage, but it has somehow different levels of granularities. You can display very small numbers, you can display very big numbers, but you cannot display the numbers equally. Okay? Dann deswegen, vergessen, fast, dann Lack. So, show it out. Nichts ist richtig. Ist es klar? Good? Any question? You need to understand this so that you make the right decision when you really need to use those numbers. Okay. Gut, dann, das bedeutet, wenn wir einfach hier gucken, das ist richtig, alles hier falsch. Richtig, gut. Okay, gut, dann, wenn wir jetzt noch einmal über Fließkommazahlen gucken, was ist die kleinste Zahl, die wir darstellen können? So, die kleinste Zahl, das haben wir früher schon kennengelernt. Dieser Bias, das gucken wir zurück hier. So, Bias B ist diese Zahl. Und die kleinste Exponent, wir können haben, ist minus 126 in den Exponenten. Und deswegen haben wir schon geguckt, dass die kleinste Zahl, wir können haben, ist mit 2 hoch minus 126 und die Mantissa ist immer zwischen 1 und 2. Deswegen, diese Mantissa ist zwischen 1 und 2. Deswegen, wenn wir über die kleinste Zahl, die nicht minus unendlich darstellen mussten, dann ist das m mal 2 hoch 126, wenn diese Zahl positiv ist. Und m ist 1. Okay? Dann die Frage jetzt, ob wir mehr kleinste Zahlen darstellen können. Diese Annahme, dass m immer zwischen 1 und 2 ist, ist vielleicht nicht ganz unbedingt. Und in der Standard habe IEEE dort ein paar Relaxationen gemacht. Das bedeutet, wenn der Exponent minus der kleinste Exponent ist, dann werfen wir jetzt diese Mantissa nicht zwischen 1 und 2 mehr. Die Annahme, die Mantissa immer zwischen 1 und 2, ist
an dieser Stelle nicht mehr gültig. An dieser Stelle m ist zwischen 0 und 1. Und solche Darstellung ist mit sogenannten die normalisierte Darstellung von IEEE genannt. Das bedeutet, jetzt hier ist das, ohne solche die normalisierende Darstellung, dann haben wir diese Annahme, die Matisse ist zwischen 1 und 2 und wir haben die also explizit 1 dabei, aber mit dieser die normalisierende Darstellung nehmen wir an einfach diese Nummer nur. So, es bedeutet, die kleinste Zahl, wir darstellen können, in absoluter Wert ist minus 2 hoch minus 23 mal 2 hoch minus 126, das ist 2 hoch minus 184. Okay? Danach, wenn wir diese jetzt gucken, wenn wir die zwei x und y so klein sind, dann x minus y kann man noch mit 2 hoch minus 149 dargestellt werden. Gibt es Fragen darüber? It's only a standard. In all the cases, the mantissa is between 1 and 2, except this case. The mantissa is between 0 and 1. The reason for this is to give the chance that you can even represent smaller numbers. Okay, keine Frage. Dann, wir können auch über die Repräsentation von anderen Daten gucken. Natürlich, es gibt auch verschiedene Daten, Bilder, Objekte, Felder, alles müssen wir mit darstellen können. Für uns interessant sind nur die Primitivdaten, solche Daten, die direkt von Hardware unterstützt werden. Für diese Vorlesung, bisher ist Mathematik. Wir machen noch Mathematik in folgenden Vorlesungen, aber solche Mathematik ist Hardware relevant. Okay? So, das natürlich für uns gucken wir nur Bitmuster mit festen Längen, so zum Beispiel 32 Bit so, oder 64 Bit. So, das machen wir mit Befehlen, Operanten. Wenn wir andere Dinge darstellen möchten, dann brauchen wir Typisierung und das haben Sie an anderer Vorlesung schon an anderer Vorlesung, zum Beispiel Tab 1 und Tab 2 nennen, so mit Array, mit List, mit Vectors dargestellt. Aber die Primitivdaten für uns ist nur Zahlen und nur Zahlen. Okay, so for us, we look at only numbers because this is how the computers work as the basics. For us, 14-point numbers and characters. Das war's für die Repräsentation von Daten. Gibt es Fragen? Hoffentlich nicht. Then, since now, yeah. Wo ist mein Mikrofon? Dort. Also könnten Sie bitte die letzte Slide noch einmal schauen? Verhört Also so auch. ich könnte. Verhört? Nein. Die nächste. Nächste. Da? Ja, hier. Also welcher Unterschied gibt es zwischen heterogene Daten und homogene Daten? Das ist egal für uns, aber okay. So, es gibt die Möglichkeiten, dass wir nur gleich Datatypen zusammensetzen. In C und Java nennen wir mit Arrays. So, Array haben wir immer gleich Daten. Okay? Dann in Java, wenn Sie andere verschiedene Datentypen lassen möchten, dann
ist ein Vektor or List. Ja? Dann kann man später nach verschiedenen Typen zu testen. Aber das ist unrelevant für uns. Ich würde nächstes Jahr die Folien dort ausnehmen. Ja? Okay, so das ist ganz unrelevant für uns. Okay. Ja. Für uns ist nur Integers und Characters. Ja. Ich habe auch eine Frage. The slide before this, you said we can represent less numbers in the minus infinity direction. Why we don't do it in the other direction, plus infinity? I'm sorry, I cannot hear you well. You have to let the microphone stick. You said we can do more, less numbers, smaller numbers before this. Yeah, Yes. smaller. Why we don't do it for bigger ones, like Emax plus 1, and we do. You can do whatever you want. You need to define a standard. It's somewhat- not defined. It was not defined. Okay. I mean, it's up to you what you want to define. You can define different exponents. You can define different things. Well, it's a compromise. By the way, when there's a standard, there's a compromise. Yeah. The problem is that the computers work with this standard. So it's better that you understand the standard. Okay, so I can take the microphone back. Gut, dann glaube, wir weitermachen können. Ich würde auch ein paar kommentieren. Die Folien sind ganz neu und ich habe gestern einen Spellcheck gemacht. Wenn Sie etwas Fehler dort sehen, es ist vielleicht ein Fehler, melden Sie einfach an uns. Und ja, so, es gibt keine zusätzlichen Punkte, aber wir würden am Ende vielleicht ein Dankeschön an Sie schicken, wenn es genug Fehler Sie finden haben. Ja. Okay. So, I hope everything is correct, but this is a hope. And in the last years, we did not have to correct the slides because the slides were there for a long time. Sometimes we still have to do that. But this year, since we had to completely remake all the slides, so if you find anything that you feel is wrong, maybe it's really wrong, but maybe it's not wrong. So check with your tutor, and if the tutor reported to back, we will check that. Yeah. Even if it says final, it doesn't mean that there's no mistake. Good. No question. F11. Okay, dann wir kennen jetzt schon sehen, was machen wir weiter? Berechnen. So, dann das ist jetzt ein bisschen einfacher. Wir haben Binärzahlen und alle Binärzahlen sind mit 0 und 1. So, es bedeutet, was wir verstehen sollten, ist, wie man die Zahlen zum Addieren und zu multiplizieren. Ja? Das machen wir nicht heute. Das machen wir nächsten Mittwoch. Bevor wir addieren wirklich mit Schattennetze und mit Hardware verstehen sollten, müssen wir zuerst die boolischen Funktionen verstehen. Und dann diese boolischen Funktionen können wir benutzen, um Schattennetze zu realisieren. Und danach können wir addieren. Okay? So, I know it's a bit weird. You are supposed to do the addition now, but we are not that far yet.
before that, let's do the Bullish function. So, was sind die Bullish-Funktionen? So, wir haben ein paar Verknüpfungen zu benutzen. So, wir haben Trick und Treat. Trick ist 1 und Treat ist nur zum Beispiel. Dann können wir Trick oder Treat hier machen. Hier ist nicht ganz Bullish Funktionen, aber Menge Theory, Set Theory. So, das kennen Sie schon. So, wir haben zwei Menge, Trick und Treat. So, Trick oder Treat sehen wir hier. Ja, Trick oder Treat ist in dieser Bereich. Trick und Treat ist hier. Die zwei kennen alles. Okay, es ist noch nicht Holy Win, aber das ist nicht so fan. When we did this first time, it was really on the Holy Win. So someone asked us, and then we draw it. It was a nice animation. I think so. We used this for a few years. Dann es gibt Trick, XOR Treat, so exclusive OR. Was ist der Unterschied zwischen OR und exclusive OR? So, bitte. Also bei Exclusive OR, meine ich, war das so, dass genau eins erfüllt werden muss. Also, So, das ist gleich wie Trick or Treat minus Trick und Treat. ja. Ja, gut. So, exclusive OR ist zum erst OR und danach minus AND. Or set minus AND. So, Treat, exclusive OR Tree, bedeutet, dass nur einer von die zwei erfüllt. Okay? Dann sehen wir jetzt auch Trick, no Treat. Diese ist die Negation von Trick or Treat. Trick, non Treat ist die Negation von Trick and Treat. Trick, X no Treat ist die Negation von Trick, X or Treat. Okay? Das verstehen alle. Hier auch gibt es Fragen. Ja. Sie haben das früher schon kennengelernt, oder? Also gibt es Unterschied zwischen XNOR und NXOR? Wo ist XOR? Ich meine, also wenn wir X benutzen, das bedeutet also exklusiv, ja? So ist XOR und XNOR. NXOR ist gleich wie XNOR, ist nur die Notation. Welcher kommt zuerst? X ist am längsten oder N ist am längsten. Also das wir... XNOR ist zuerst XOR und dann Negation. Aha, okay, verstanden. Vielen Dank. Es ist nur die Frage, welche kommt zuerst. Ja? Aber die Operation ist zuerst XOR und dann NOR. Wenn Sie zuerst NOR machen, dann kann man nicht X weitermachen. Ne? Gut. Okay, Sie kennen dieses Konzept schon, dann haben wir kein Problem. Okay, so, dann, wenn wir Trick und Treat als Bullish-Funktion, als Bullish-Variables einsetzen. So, Trick ist 1, Treat ist nur. Trick or Tree ist 1. Trick und Tree ist nur. Trick XOR Tree ist 1. Okay? Dann, das müssen wir verstehen. Ja? Gut, das ist einfach bullische Funktion. Und Sie kennen schon, es ist auch gleich wie Propositional Calculus. Es gab Sätze und ein Satz ist eine Aussage mit eindeutigen Wahrheitswert. Und die Wahrheitswerte sind entweder wahr oder falsch. Wahr ist 1, falsch ist nur.
Und die Verknüpfungen, wir haben ist und oder und nicht. Nicht ist Negation, Konjunktion ist und, Disjunktion ist oder. Das können wir so verstehen. Jetzt ist einfach wahr und falsch. Wahr ist 1, falsch ist nur. So, dann können wir diese Werttabelle definieren. Wenn A falsch ist, dann die Negation von A ist die Negation von A wahr. Wenn A wahr ist, dann ist die Negation von A falsch. Das ist, jetzt können wir auch diese Definition von, gucken wir jetzt, es funktioniert, ja. So, falsch und falsch ist falsch. Falsch und wahr ist falsch. Wahr und falsch ist auch falsch. Wahr und wahr ist wahr. Falsch oder falsch ist falsch. Falsch oder wahr ist wahr. Wahr oder falsch ist wahr. Wahr oder wahr ist wahr. Okay? Gibt es Fragen? Das ist zu einfach. So. Wie lässt sich der Aussagestechnologie? Das gucken wir in anderer. Ups. Warte mal. Give me some time. So, was ist X oder nicht X? So, wir benutzen heute Slider. Gucken wir, ob wir mehr Teilnahmen hier bekommen können. By the way, although it allows you to ask questions here, don't ask the questions here. No one is looking at the questions in this channel. So if you have questions online, ask the YouTube channel. If you have questions here, raise your hand. Or after the lecture. I think you are not interested in monitoring so many stuffs. And we did not expect we use this again until this morning. So X oder nicht X. Das soll nicht so schwierig sein. So, was ist das? Es gibt viele zum Eis, ja? Aber wir haben schon geübt. Die Lösung mit meistens auswählen ist nicht immer richtig. Also wenn wir x oder nicht x haben, dann haben wir immer falsch oder wahr oder wahr oder falsch. Und das ist immer wahr. Also eins ist wahr. Wahr oder falsch ist wahr. Und falsch oder wahr ist auch wahr. wahr. Ja, so also ist X immer oder nicht X ist immer eins. Ja. Okay, gut. Danke. So, solche Werttabelle und die Beweise auf Werttabelle muss man in dieser Folien Menge verstehen können. Und das machen wir hier auch gleich. Okay, das ist natürlich richtig. Können wir hoffentlich. Und ja. Gut. Boolische Algebra oder boolische Funktion. Eine Frage. Wer hatte, warte mal. Zum Ersten. So, wer hatte die boolische Algebra erfunden? This is the most interesting question I have created.
So, who created, who invest? I think I will get a more spot. Next time I'll change this question. Okay, good. I did not invent that one. So Georg von Debruggen did not invent that one. Boltzmann is not a computer scientist. Max Planck is a physics researcher. Gauss, you learn mathematics from him. Claude Shannon, we would actually, honestly, he was the one who invented the Polish algebra in his master thesis by adapting the results from George Boole, who created the Polish algebra in the 19th century. But no one used that. No one actually used that until Claude Shannon used the Polish algebra used the algebra invented by George Boole in his master thesis to create the circuit. Was invented by George Boole, a mathematician in the British, but this Polish algebra has been revived by Claude Shannon when he was designing the circuits. So we are learning here is the idea of Claude Shannon inherited from George Boole. Okay, the reason for the term Boole, you use this all the days, it's named after Boole. Was actually revived by Claude Shannon. Okay, so good. So was is Polish algebra? Eine Polish algebra ist eine spezielle algebraische Struktur. Es gibt zwei Werte, 0 und 1, drei verschiedene Menge Verknüpfungen. So basically AND, OR und Negation. Das X und Y. Man kann einfach sagen, X und Y ist die Maxima von X und Y. Das ist gleich wie wahr wie X und Y, wenn wir nur einfach die Maxima benutzen, X oder Y. Ist das richtig? Ist es falsch, oder? X und Y. Ja, das ist einfach falsch. That's the moment when we say that. When you change the sides, you get a problem. That is, which one should we change? We change this to OR and change this to AND. Okay, X oder Y ist die Maxima von die zwei. X und Y ist die Minima von die zwei. Daniel, please note this one. We need to change the slides. Und die Negation von X ist einfach 1 minus X. The problem of checking the slides is that you will never know which mistake you made until you talk about it. So I'm sorry, but we will fix that after the lecture. So for diese alle X und Y in dieser Polish Menge ist eine Polish Algebra. Okay? So, dann haben wir schon gelernt, falsch ist nur, wahr ist 1, Konjunktion ist Konjunktion, Disjunktion ist Disjunktion, Negation ist Negation, Onik ist Negation und alles, die wir haben schon kennengelernt. Dann was können wir dort machen? Es gibt ein paar Dinge, die wir verstehen sollten, aber nicht uns erinnern sollten. Das ist X und Y ist gleich wie Y und X und Y ist gleich wie Y und X. X oder Y ist gleich wie Y oder X. So hier Kommutativität ist ein Gesetz von Boole'scher Algebra. Es gibt auch Assoziativität. So man kann einfach sagen, dass Disjunktion oder ist gleich wie Plus und
Konjunktion und ist gleich wie Multiplikation. Okay? So, dann haben wir gleich wie Distributivity auf Englisch. Ich kann dieses Wort auf Deutsch sprechen. So, x oder y oder z danach und x ist gleich wie x und y danach oder x und y. Okay? Und z, Entschuldigung. Und das, wie ich schon gesagt, man kann einfach das und ist gleich wie ma und oder ist gleich wie plus in plus times Algebra. Okay? Dann kann man gleich Commutativity, Associativity, Distributivity und einsetzen. Dann, wir haben die neutrale Element, x oder nur ist x, weil nur kein Effekt ist. X und 1 ist x, weil 1 kein Effekt ist. Okay? Es gibt auch nullen Element. So, x oder 1 ist 1, x und nur ist nur. Es gibt auch Idempotenz. X ist gleich wie x oder x ist gleich wie x und x. Evolution, die Negation von x ist gleich wie x. Okay? Wie können wir solche Gesetze beweisen? How do we prove this? All of them? One of them? How do we prove that this is correct? Wir schreiben einfach die Werttabelle. Ja? So, wir haben x ist entweder nur oder 1. Okay, dann die Negation von x ist 1 und nur. Und die Negation von x ist nur 1. Die zwei sind gleich. So, deswegen x ist gleich wie die Negation von x. Das ist gleich für alles. Dann es gibt Absorption, Resolution, Komplementarität und die Morgengesetz. Was für uns ganz wichtig sind die zwei. Resolutionsgesetz benutzen wir in übernächste Woche, so Anfang November. Die Morgen brauchen wir schon heute oder nächsten Montag. So, Resolution gucken wir zum ersten. So, x oder y und nicht x oder y. Das gucken wir jetzt. Wir haben x oder y und andere ist nicht x oder y. Es bedeutet, wenn x nur ist, dann ist hier einfach richtig. Ja? Wenn x 1 ist, ist einfach hier y. Okay, gucken noch einmal, Laserpoint. So, wenn x nur ist, dann hier haben wir x aus 1. Ja? So, deswegen, das ist y. Und beide, das ist egal. Wenn x 1 ist, dann hier ist egal. So, das ist einfach y. Und andere ist auch y. Okay? Gut. Das ist gleich, wenn wir und dann Ort machen. Was ist zum ersten kompliziert zu verstehen, ist die Morgensgesetz. Was sagt die Morgensgesetz? So, x, die Negation von x oder y ist die Negation von x und die Negation von y. Und die Negation von x oder y ist die Negation von x oder die Negation von y. Okay? Any question for this? Wie können wir die alle dort Gesetze
beweisen. Das können wir einfach mit Rechnertabelle beweisen. Ne? Ich habe keine Ahnung, welche machen wir. Machen wir Absorption. Die morgen können wir später noch einmal gucken. So, die x oder y und danach und x ist gleich wie x. Sodass es gibt zwei Variablen, x und y. Setzen wir die zwei Variablen dabei, so x und y. Jeder auf einen Spaten. So, zuerst x und dann y. Machen wir zuerst immer nur 1, 1, nur und 1, 1. Don't do random things. Always do that one. Always follow your intuition. Don't try to do arbitrary things. Don't start with 1, 1, and then 0, 1, and then you don't know which one has been put. Always start with your binary counting. So 0, 0, 0, 1, 1, 0, and 1, 1. Okay? Dann machen wir danach x oder y. So, nur oder nur ist nur oder 1 ist 1, 1 oder nur ist 1, 1 oder 1, Entschuldigung, 1 oder nur ist 1, 1 oder 1 ist 1. So, bekommen wir nur 1, 1, 1. Okay, dann die linke Seite. So, das ist jetzt diese Baustelle zusammen mit x. So, dann gucken wir einfach die zwei. Können wir jetzt hier diese Wert wegnehmen. Okay, so, das ist und nur ist nur und 1 ist nur, 1 und 1 ist 1, 1 und 1 ist 1. Dann bekommen wir hier, richtig. Okay? Dann gucken wir, ob das ist gleich wie x, entsprechend x, natürlich gleich. So, das ist beweist. Gibt es Fragen? Nein? Dann, das ist schon fertig. Okay, so, wie können wir jetzt weiter? Wir gucken zuerst die Repräsentation von boolischen Funktionen. Dann heute müssen wir auch über die Normalformen von boolischen Funktionen sprechen. So, boolische Funktion. Okay, so, ja, machen wir auch gleich hier. So, I have to lock this first and hide the result again. So, welche von diesen Funktionen ist eine boolische Funktion? Das ist ein bisschen undefiniert. So, wir haben n als natural numbers, r als real numbers, q als rational numbers, und b hoch 2 ist eine Eingabe mit zwei boolischen Variablen. B hoch 3 ist eine Menge mit drei boolischen Variablen. So b hoch 2, b to power 2 is the set of two Boolean variables, like what we had with x and y. b to 3 is the case we have three input variables. For example, x, y, and z. Okay. There's a reason why I was a bit confused when we talk about that. So which one is a bullish function? So it's a bit unfair to ask you these questions. I will quickly lock the board and then show the result. And of course, if you look at that a bit earlier, the
eine boolische Funktion ist mit einer Menge von boolischen Variablen an andere Menge von boolischen Variablen umzusetzen. So, immer von boolischen Eingaben zu boolischen Ausgaben umzusetzen. Ja? Immer so. Gut. Ist das clear? Dann, das ist ein bisschen schwierig hier. Wie viele Funktionen gibt es, wenn wir eine Eingabe haben und die Ausgabe ist auch mit nur einem Variable? How many functions can you create? Oh, how many functions are there when you have one input variable and the output is also a Boolean variable? So f of x, f von x ist entweder 0 oder 1. Wie viele Funktionen können wir schaffen oder realisieren? How many functions can you use? How many functions are there for this? Have one variable as input, let's say f of x. Let's try. I think you have the code, right? So, opinions? What are the functions you can have? Name of them? We have two places, which is input and output, and we have two Can you define the functions? So, Let's say we have f of 0, x. 0, 0, and 0, 1, 1, 0, So, and 1, 1. X So with fx, 0, 0, 0, 1, 1, 0, and 1, 1. That's what you want? Yeah. That's 4. 4, yeah. Okay, so, yeah. Is that true or not true? Can you pass that to him? That's true. That's true? Yes. And how do you prove that? I just know that. I don't know. It's true, yes, it's correct. 4 is correct. How do we prove that? Lock the vote first. It's not that clear, right? 36% of 2. So what are the 4 functions? Can you name all of them? Well, let's try. So I have f of x. The output is 0 or 1. What else can we have? But this proof is not correct. Huh? It's just lucky it's correct like that. You just get 4 rows, but it's not the proof. What else can we have? We still have 2 more, right? Can I get a microphone? That's one. Beide können 0 sein und beide können 1 sein. Beide kann 0 sein, beide kann 1 sein. What does that mean? We have only one input. Dann 1, 0. Also andersrum. So, was bedeutet das? Verstehe nicht. Ich verstehe nicht, was du meinst. So. Yeah, there's a hand very far, but it's still faster to pass through this. Man könnte 2 Funktionen machen. Eine ist einfach nur
x und die andere ist die Negation von x. Wenn wir dann bei der, genau, wenn wir dann bei der einen Funktion 1 einsetzen, also wenn wir bei der Funktion, die nur x ist, 1 einsetzen, kommt auch 1 raus. Wenn wir 0 einsetzen, kommt auch 0 raus. Und wenn wir bei der Negation von x 1 einsetzen, kommt 0 raus und 0 einsetzen, kommt 1 raus. Das ist richtig, ja. So, dieser Beweis ist nicht richtig, weil wir müssen die beiden Ausgaben gucken. Ja? So, okay? Ist das klar? So, das ist einfach, wenn wir von B1 zum B1 aus einer Funktion 1 zu schaffen, dann es gibt f von x ist immer nur oder immer 1. So, die zwei sind unrelevant von x. Es bedeutet, wenn wir über die zwei gucken, so, das so, wir haben zwei Eingaben. So, es gibt, so wenn wir nur, okay? So, das ist, muss ich überlegen, wie ich so machen. Ja, es ist nächste Folien. Ja. Okay, es bedeutet, diese Funktion ist relevant von den Werten von x. Ja? So, wir haben zwei Werte. So, das ist x. So, x und nicht x. Ja. So, wir haben zwei Werte, nur und 1 von x. Okay? So, f von nur und f von 1. Entweder ist immer nur. Right? Das ist nur. Okay? Entweder 1 und nur, dann ist es immer 1. Dann das ist 1. Okay? Dann, wenn hier nur ist, okay? Und dann hier ist 1 und hier 1 ist, dann hier ist 1, nur auch 1, dann das ist die Negation von x. Ja? Gut? Und dann haben wir auch nur 1 nur. 1 nur und das ist immer nur, dann das ist x. Okay? Das ist 1, Entschuldigung, muss ich richtig schreiben. Ja, das ist nur, ja. Okay, gut. So, ist das klar? Noch nicht? Aber die 4 Funktionen ist klar. Okay? Richtig? Kannst du mehr machen? Kannst du mehr aus diesen 4 Funktionen einschaffen? Nein, das ist die maximal ist 4. Ja? Die Frage ist, warum genau 4? Ja? Das ist, wir müssen hier x und nicht x aus unseren Eingaben haben. Ja, dann, wenn wir so gucken, dann, wenn x nur ist, nicht x ist 1, ja, dann schreiben wir einfach zurück. So, das ist, ich beweise normalerweise nicht mit dieser, mit anderen, ist mit manchmal. So, x und nicht x. Ja? So, dann hier ist nur 1. Dann es gibt zwei Möglichkeiten in unserer Ausgabe. Eine ist 1 und andere ist nur. Machen wir zuerst aus nur und dann 1. Okay? So, das ist nur 1, dann nur 1. Dann hier 1 nur, dann hier auch nur 1. Okay? Nur die 4 Möglichkeiten. Dann definieren jetzt, was diese 4 Möglichkeiten sind. So, wenn auf jeden Fall, so x ist nur, nicht x ist auch nicht 1, dann die Ausgabe hier ist nur.
Ja? Dann was ist unsere Ausgabe? So, f von x ist was ist das? So, x ist nur und nicht x ist 1. Und auf jeden Fall die Ausgabe ist nur. Ja? So, das ist immer nur. Ja? So, dann haben wir immer nur, immer 1 und die Negation von x oder x haben. Ja, ist das klar jetzt? Okay, gut. Nächste. Wie viele Funktionen gibt es, wenn wir 2 Bits haben und die Ausgabe hat nur ein Bit? So schnell. Wo ist mein Mikrofon? Ja. Ich habe eine kleine Frage. Also das mit den von vorher, gerade eben, habe ich verstanden, aber ich habe ein kleines Problem. Also da steht ja f Doppelpunkt b hoch 2 und dann der So, Pfeil. So, zum ersten b hoch 2 ist die Anzahl von Variablen, die wir haben als Eingabe. So, okay. Jetzt für b hoch 1 bedeutet, dass wir nur eine boolische Eingaben haben. Jetzt b hoch 2 bedeutet, dass wir 2 Eingaben haben, also x und y. Und die Ausgabe ist b hoch 1. Okay. Ja. Dann habe ich es verstanden, danke. Okay. So. Wie viele Funktionen gibt es? Ja? X, y. Dann können wir auch einfach schreiben. Müssen wir gucken, ob die Antwort richtig sind. Okay, gut. Just check whether the result you get in the slides will be correct. So, f von x und y. Wie viele Funktionen gibt es? Wir haben nur und 1. Was anderes haben wir? I think I don't use a microphone. Just say it, I help you repeat. X. Negative x. Y. Negative y. Und y. Und negative y. Eins, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Schon mehr als 8. Gibt es mehr? Ja? Machst du? Nein. Es gibt auch Daniel, X und kannst nicht du helfen? Daniel, kannst du helfen zu schreiben? Can you help to write that on the answer from the students? Can you write on the tablet? Yes. Es gibt auch X und nicht X. X und nicht X? Ja. Was ist X und nicht X? Also eine andere Funktion. X und nicht X ist immer 1. 0. X und nicht X ist immer nur. Wir haben schon. Bei oder ist 1. Okay. X oder nicht X ist immer 1. Wir haben schon. Mhm. Warum kein Odd? Es gibt X und Y, warum kein Odd? X und Y? X und Y, ja.
Also oder X oder Y. Ja, das Und hier. auch diese XOR. Also ich auch XOR und Gibt es XNOR. XNOR? Ja, XNOR und XNOR? ja. Daniel, XNOR Y? XOR Y, sorry. XNOR und XNOR. XNOR Y. Was ist das? und So, NAND. das ist gleich wie Nicht NOR. nicht nur, Ja. Nee. nicht NOR, NOR. Nicht XOR und nicht NOR. Die zwei sind nicht gleich. Okay, wir geben Gelegenheit zum anderen. Ja, ja. Es gibt einmal hier, dort. Who wants to know? Hier? I think, also es gibt ja auch X und X und? X und nicht Y. X und nicht Y ist schon dabei, oder? Nein, ich habe das, ja, ach so, sorry, habe ich nicht gesehen. Oder dann X oder. X oder Y ist nicht dabei. Daniel, kannst du durchschauen? Dann haben wir auch X oder nicht Y, nicht X oder Y, nicht X oder nicht Y. Was gibt's Und noch? weiter. Ja. Okay, gut. Es ist unbedingt mehr als 8. Okay, wie viele Möglichkeiten haben wir in Tempo? Muss ich gucken. Habe auch keine Ahnung. So, 2 ist nicht richtig, 4 ist nicht richtig, 8 ist zu wenig. 16 oder 32? So. 16. Ja, warte mal. Warum 16? Warum haben wir in der letzten Frage nicht der oder genutzt, nur der? Und Na, wir sprechen die Lösung später. Es gibt zusammen 16 verschiedene Funktionen. So, nur 1, x, y, nicht x, nicht y, x oder y, nicht x oder nicht y, y, nicht x und y, und dann zusammen 16. Ich werde später über die Funktionen nochmal gucken. Es gibt eine Frage dabei jetzt. Wie viele Funktionen gibt es, wenn wir n Eingaben haben und die m Ausgaben haben? Zwei hoch m, danach 2 hoch n, 2 hoch n, danach 2 hoch m, 2 hoch m mal 2 hoch n oder 2 hoch m plus n. They're all the same. If you don't know what they are, maybe it's easier to look at the function here. Yes. That's my microphone. Here. Yeah. Ich habe eine Frage bezüglich der Folie davor. Da sind jetzt 14. Nein, das ist nicht komplett. Das ist nicht komplett. Komplett. Ich spreche die Funktionen später. Okay. Ja. Die Lösung, die genau 16 Funktionen würden wir später noch einmal gucken. Soll ich dann antworten? Ja. Also ich glaube, die zweite Option ist richtig, also B. Zweite B ist richtig? Ja. Also mit dem Beispiel stelle ich fest, dass 2 hoch 2, die sind 4 und dann ist es total hoch 2, hoch 1. Also die sind 60 Optionen. Ja, na, warte mal. So, wir haben 2, so, b hoch 2 zum b hoch 1, dann zusammen von Funktion ist 16, ja? Mhm. Okay, dann gucken wir. Das ist A, 2 hoch 1, hoch 2 hoch 2. Nee, also 2 hoch 2. Das ist 2 hoch 2, da hoch 2 hoch 1. Mhm. Das ist 2 hoch
1. 1 mal 2 hoch 2. Das ist 2 hoch 1 plus 2. Okay, das ist natürlich falsch. Vielleicht falsch. Falsch, ja? Mit n und m, das ist schon unwichtig. Das ist 16, das ist 16, das ist 8, das ist 8. So, deswegen, dieser ist falsch, dieser ist auch falsch. Ja? Einer von den zwei ist richtig. Welcher ist richtig? Okay, let's vote. Who voted for A? Who voted for B? That's so A or B? B. So, okay. Warum B, nicht A? Warum B, nicht A? Entschuldigung. Also ich glaube, es kommt drauf auf die Eingabe. Der Eingabe zum S und dann Ausgabe. So 2 hoch 2 zum S und dann hoch 2. Ja. Oder falsch? Wer hat A ausgewählt? Also das ist ganz Fan. Okay. So please, there's a big hole in between. I think they're both the same. They're the same? Yes. Are you sure? Can we try with another number? I was pretty sure on the way you walked here. Let's try that n is 2 and n is 3, m is 2. Yes. Doesn't work. No, Think so? it's it doesn't. or let's say n is 3, m is 2. They're different. They're the same because I made it for this trip, for this trap. Yeah, okay. To make sure that you don't know which one is correct. By just checking the numbers. I don't know. They are different, okay? When you have different values of n and m, they are different. Okay? So can you pass to Anita? I think the A is true. Which one? A. A is correct. A is correct, yes. Why? Because you check the solution? No, I don't check the solution. What is the reason that A is correct? So I don't know the number function that we can have from B hop. So N. let's put it this way. So I think the output values you have is 2 to the power m. 2, yes, 2 power n. The 2 to the power m is output values you have. Okay? How many combinations of the inputs to reach that output value you have? Each of them is 1, right? So you have 2 to the power m different outputs. To reach that output, for each of them, you have 2 to the power n choices. So A is correct. So es ist eine kombinatorische Frage. So, Sie haben 2 hoch m verschiedene Ausgaben zu erreichen. Okay? 2 hoch m für jede Eingabe. Okay? Danach, so 2 hoch m zum erst als Basis und dann 2 hoch n ist die verschiedenen Eingaben, Sie haben. So, deswegen, das ist richtig, das ist nicht richtig.
Ich habe eine Frage, also was ist der Unterschied zwischen A und B? Also in Mathematik, wenn wir das rechnen, Die bekommen zwei wir... sind nicht gleich. Oder? Mathematically, are they the same? Ja. Or are they different? Just do one exercise, you know they're different. Okay, ja. Put n and m to 2 and 3, you should get difference. So let's say m is 3, n is 2, it's 8 to power of 4, so 16 to power of 2. And then another is 4 to power of 8. So these are different. Okay. Gut. So, da haben wir jetzt schon gesprochen. Das müssen wir natürlich ein bisschen gucken, was wir haben. Da ist ja, fast ähnlich für die zwei. Die zwei sind nicht gleich. So, wir haben schon gesagt, B hoch n, Entschuldigung, ich soll diese Folien für eingebracht. B hoch n ist die Menge von allen einstelligen Tupeln von boolischen Variablen. B hoch 1 haben wir nur ein Variabel, nur oder 1. B hoch 2, da haben wir 2. B hoch 3 haben wir zusammen 3. Dann, wie schon gesagt, so, diese boolischen Funktionen, B hoch n zum B hoch m, können wir zusammen mit 2 hoch m danach 2 hoch n verschiedene boolische Funktionen einschaffen. Und ich würde hier jetzt mit die zwei typischen Werte gucken. Zuerst B hoch 1 zum B hoch 1, dann haben wir Konstant nur, Konstant 1 und dann die Funktion x und die Funktion nicht x und weiter. Wie können wir das beweisen? I try to give you some confusion so that you don't see that immediately. So, was können wir machen? Ist einfach alle Möglichkeiten von x zu enummerieren. So, es ist nicht so, das ist eine falsche Beweise, nicht so gut. Nicht falsche, aber nicht so gut Beweise. Was können wir einfach besser machen? Ist, dass wir gucken jetzt die verschiedenen Funktionen. Es bedeutet, wir sollten die Ausgabe und Eingaben gucken. Wie viele Möglichkeiten wir haben für die Eingaben, müssen wir genau dort schreiben. So, x und nicht x. Wenn x 1 nur ist, oder wenn x 1 ist. So, deswegen schreiben wir zuerst, was passiert, wenn x nur ist und wenn x 1 ist. Okay, so, dann wenn x nur ist und wenn x nur ist und, auf jeden Fall, ob x nur ist oder x 1 ist, dann ist die Ausgabe immer nur, dann ist die Funktion konstant nur. Auf jeden Fall, wenn die Ausgabe immer 1 ist, dann ist die Funktion konstant 1. Wenn wir jetzt über diese genau gucken, so wenn x nur ist diese Ausgabe nur und die x 1 ist diese Ausgabe 1, dann ist diese Funktion f von x gleich wie x. Okay? Dann gleich von hier ist die Negation von x. Okay? Dann die nächste. Wir haben zwei Variablen. So, x1 und x2. Oder x und y. Wir schreiben die alles Möglichkeiten. Es gibt 2 hoch 2 verschiedene Möglichkeiten von unseren Kombinationen. So, das ist nur 1, 1 nur und 1, 1.
Okay? Die 4 verschiedenen Möglichkeiten von Eingaben haben wir. Okay? So, dann haben wir zusammen 2 hoch n verschiedene Sparten von unseren Eingabenwerten. Für jede einzige Ausgabe können wir eine Zeile hier durchschreiben. So, wir haben 4 Sparten. Für jeder können wir von nur bis 1, 1, 1, 1 einlegen. Okay? So, wenn wir nur eine Ausgabe haben, dann haben wir einfach für jede Stelle, für jede Zeile entweder nur oder 1 haben. Und da haben wir 2 hoch 2 hoch n. Entschuldigung. Da haben wir 4 Möglichkeiten dort und dann mit 2 hoch n verschiedene Eingaben haben. Das ist, Entschuldigung, falsch gemacht. So, haben wir dann 2 hoch 4 zusammen 16 Zeilen. Okay? So, was bedeutet jetzt hier ist, jede Zeile ist eine Funktion. Und die erste Zeile ist nur, die letzte Zeile ist 1. Das ist einfach. Dann sehen wir die alle anderen. So, x und y, x oder y, also Entschuldigung, x1 und x2, x1, nicht x1, x2, nicht x2, Äquivalenz, Disjunktion, XOR, Implikation, Exklusion und die alles. Die Namen sind unwichtig für uns. Wir haben zusammen 16 verschiedene Funktionen dort schreiben können. Und nur diese 16 verschiedenen Funktionen können wir mit 2 Eingaben und eine Ausgabe dort definieren. Gibt es Fragen? Any question? How does this work? So what you do first is that the way how we try to write it here was not the best way. Okay? The best way is that for every combination of values you have to define what the output it is. So over here we have 4 different input values. Each of them can be, the output of them can be 0 or 1. So we define all of them. So you have 2 to the power of 4 different combinations. The definition of them is not relevant, not important. It's just, those are just names. Also, ich habe eine Frage. Also, diese 2 hoch n bedeutet, dass es gibt so viele Kombinationen von Definitionsbereich. Ja. Und 2 hoch m bedeutet, dass es so viele, also, was bedeutet 2 hoch m? 2 hoch m ist die Möglichkeiten von dieser Tabelle dazwischen. Ja? So, die Inhalte. So, wenn wir m2 ist, dann jetzt müssen wir hier ab nur durchschreiben. Dann haben wir auch mehr Möglichkeiten in unserer Werte. Jetzt haben wir nur 2 Möglichkeiten. So, deswegen haben wir 2 hier. Wenn wir 4 Möglichkeiten hier haben, dann ist dort 4. Ist das klar? Ja, und also warum ist diese Zahl 2 hoch m, also hoch 2n, also warum hoch? Warum nicht multiplizieren oder etwas anderes?
So wie viele? Also in dieser Formula. Ja. So, wir haben 4 Eingaben. Ja? So, für jede Ausgabensmöglichkeiten, nur oder 1, haben wir 2 verschiedene Möglichkeiten, um diese Eingaben zu ordnen. Deswegen ist 2 hoch n, ja? Hoch 2 hoch n. Is this problem? Okay, so I can explain this in a different way. Let me think which one is better to explain. So everyone can choose 4 seats. Okay, so you have 4, let me think now. So everyone can choose a number from 1 to 4. Okay, everyone in this room can choose a number from 1 to 4. How many combinations do we have? 4 to the power of number of people we have in the room. Is that clear? So we have the output values, in this case, 2, 0, or 1. Everyone can choose 0 or 1. And you have 4 different combinations to choose them. So it's 2 to the power 4. So n is the number of inputs. So 2 to the power n is the number of possibilities you have for the inputs. And it's like the number of people we have in the room. The output is 2 to the power of m. So you have 2 to the power of m, and then 2 to the power of n. Okay? Is that clear or more clear? Yeah, a little bit more clear. Yeah. Es ist eine kurze Frage, aber sollte n in der Regel größer oder gleich als m zu definieren? Ist egal für diese Funktion, aber das ist natürlich richtig. Ansonsten ist diese Definition ein bisschen komisch, ja? Aber das ist egal von uns. Ja. Okay, gut. So, was können wir dort benutzen? Wir benutzen die Notation zur Konjunktion, Disjunktion. So, Konjunktion ist und, ist and, Disjunktion ist oder, Negation ist eine Lombard oben und Äquivalenz ist exclusive out. Die 4 Notationen benutzen wir für die booleschen Funktionen, wir hier gucken. So, was wir können auch dort realisieren, ist, dass wenn wir diese Funktionen gucken, so f von 6, so die 6. Funktion, die wir haben, das ist einfach nur 1, 1, nur. Was bedeutet jetzt hier ist, wenn wir die 2 Eingaben haben, nur 1, 1, nur und 1, 1 haben, dann bekommen wir einfach nur 1, 1, nur. Dann schreiben wir jetzt in dieser Formel, so x, y. So wenn x nur ist, y nur ist, dann ist die Ausgabe nur. Wenn x nur ist, y 1 ist, dann ist die Funktion 1. x 1 ist, y nur ist, dann ist die Ausgabe 1. x 1 ist, y 1 ist, dann ist die Ausgabe nur. Das ist gleich wie XOR. So, sorry, not XOR. It's XOR, yes. Okay, XOR. So, warum? Every year students ask me why this is 6. Es ist einfach eine Indexen von hier, 6. Warum ist es 6? Weil nur 1, 1, nur ist 6. Okay, wir haben auch gleich hier, so wir haben zusammen 16 Funktionen. Und wenn wir ein paar Funktionen haben, schreiben wir einfach diese Funktionen hier mit der Tabelle gleich wie die Binärkodierung hier. So, Vorsicht, dass die Negation von x1 und x2 ist nicht gleich wie die Negation von x1 und die Negation von x2. Es gibt eine kleine Lücke hier.
die zwei sind nicht gleich, weil wir werden gleich, wie Sie in Grundschule schon gemacht, dass x mal x2 ist mit x2 geschrieben. Okay? We don't say we don't write x times x and y, we will write xy. Das bedeutet, wenn wir die Negation machen, müssen wir genau gucken, ob ist diese die Negation von der ganz Konjunktion oder nur die Negation von einer Variable. Ja. Okay, warum nicht gleich? Sie können einfach die Tabelle gucken. So, das ist die Repräsentation von boolischen Funktionen. Normalerweise sollte ich weitermachen, aber ich würde nur weiter ein bisschen Hinweis dort geben. So, jetzt, wir haben die zusammen 16 verschiedene Funktionen mit 2 Eingaben schon verstanden. Dann die Frage ist, ob wir die alle Funktionen auch schreiben können. So, was sind die 16 verschiedenen Funktionen? Ich würde die Namen nicht mich erinnern, ich würde nur die berechnen schreiben. So können wir die alle Funktionen, die 16 Funktionen oder die mehr Funktionen, wenn wir mehr Eingaben haben, einfach mit einer Regel dort zu schreiben. So, das ist unsere Frage. So, wir haben die Funktionen f1 und x2. Dann können wir die Tabelle gucken. Die Frage ist, ob wir diese Funktion ohne Werttabelle zu evaluieren, können wir einfach die Funktionen dort schreiben. Wie können wir dort machen? Dann benutzen wir diese sogenannten Minten. Was bedeutet diese Minten? Das ist wichtig. Ich spreche jetzt und wir sprechen wieder nächsten Montag. So, was brauchen wir? Ist einfach so. Von dieser Tabelle haben wir die 2 Möglichkeiten von F6. Dieser F6 ist entweder nur oder 1. Ja? Das ist richtig. Ja? Wir bauen zum ersten nur bei den Zeilen mit Einsen. Wir sagen, dass diese Tabelle, diese Funktion ist einschlägig, wenn die Ausgabe hier 1 ist nicht einschlägig, wenn diese Tabelle hier nur ist. Das bedeutet, wenn wir diese Funktion f6 gucken, dann gucken wir zum ersten die 2 Funktionen. Die 2 Indexen. Ja? So, was bedeutet jetzt? Wenn wir eine Funktion von die ist nur 1, wenn x1 nur ist und x2 1 ist, dann haben wir eine m1, das ist immer nur 1, nur. Und dann haben wir auch andere, m2, das ist auch mit gleichem Konzept, dann das ist nur 1, nur, 1, nur. Wenn ich m1 oder m2 benutze, dann ist diese Ausgabe nur 1, 1, nur. Okay? So, was wir brauchen jetzt ist einfach eine Struktur. Und für diese Struktur brauchen wir 2 Dinge. Zum ersten, wir sollten eine Funktion einschaffen, mit dieser m zu notieren. Und diese Funktion ist nur 1 an die einzige Stelle. Und an anderer Stelle muss nur sein. Okay? Dann, wenn wir die alle einschlägigen Funktionen haben,
Nachdem bauen wir mit einer Disjunktion Ortgatter und dann können wir die gleiche Funktion einschaffen. Entschuldigung, was ist M? Ja? Lasst alles Input ist duplicate. What's wrong? Yes. Wait. Wait. Already. Use it twice. No, not in the this where the green one is. You mean? The yellow one. I mean, this one is twice. That's it. Oh, no. Let me repeat this again. Okay. I think that's a misunderstanding. Let me do it again. Because anyway, we will do it again next time. So, what we are looking is that we first look at this one. Okay? So, we create a function. This function is only 1 at this position, but 0 in any other positions. So, that function, the output of that function must be 0, 1, 0, 0. According to my definition. The second function, what I need to do is to make sure that there is only 1 here. So that function should be 0, 0, 1, 0. Now I have these 2 subfunctions. What I need to do to create F6 is to make them with a logic. This logic is all. So let me denote this as M1. Let me denote the first one as M1, the second one as M2. Okay, and the function F6 is the same as M1 or M2, which is 0, 1, 1, 0 here. Okay, it looks like a magic, but of course, it's an exercise, part of the exam, always. That's the key points. So, it looks a bit strange. Let me repeat this again and again, because what we need to do is to write a logic function of F6. It looks a bit complicated, but it's so simple. What you need to do is first find out the ones in the function F6. By looking at the input and the output value of F6, you basically write down the tabella, so x1, x2, and then output function, right? So now you have 0, 0, and the output is 0, 0, 1, output is 1, 1, 0, output is 1, 1, 1, output is 0. So let's look at which rows are ones. For each of row, I'm going to define one function. And this function is denoted as m, or we will define as a min term. The minima term, that is 1 on the position you define, and in any other positions, that function will return 0. So with that function, we get that m1 is 0, 1, 0, 0, m2 will be 0, 0, 1, 0. We just need to take a disjunction of that. Now, if we understand this concept, in which function we can define m1, let's just write down. m1 is not x1 and x2, and m2 is basically x1 and not x2. Why is this correct? You can look at this one, because by definition, not x1 and x2 is only 1 when x1 is 0 and x2 is 1. x1 and not x2 is only 1 when x1 is 1 and x2 is 0. And it defines the unique point. You just, when you see a 0, you put a not. When you see a 1, you put
a nut, and then you can basically define all the minterms, and then you can put all of them together to construct your function. We talk about that next Monday. See you next Monday.